Herzlich willkommen zur Roomtour von dem Bus meines Bruders. Hallo. Und Birg, was ist das für ein Bus? Es ist ein Mercedes 508, hier in der Ausführung als Breitmaul. Das heißt, es ist der lange Radstand, 7 Meter Gesamtlänge und extra breit, 30 cm breiter als die normalen Titus. Also fast 2,50 Meter breit. Und jetzt im Anschluss zeigen wir euch jetzt allererstes mal den Innenraum. Der ist so in Kajütenbootoptik ausgebaut, ist total schön. Den hat er so gekauft. Dann im zweiten Abschnitt von dem Video, die Minute, ab wann das anfängt, blenden nicht mal hier ein, das weiß ich noch nicht, zeigen wir euch dann den ganzen Bus mal so von außen. Und im dritten Kapitel, die Minute blende ich euch auch hier ein, da reden wir dann darüber. Mein Bruder hat ihn vor einem Jahr als ziemlich einen Schrottwagen gekauft und hat dann geschweißt und die ganze Technik überholt. Und wie aufwendig war das, was musste genau gemacht werden, was hat es gekostet, wie viel Zeit hat es in Anspruch genommen. Und das zeigen wir euch dann im dritten Abschnitt. Okay, dann schauen wir uns die Karre mal von innen an, dann kommt mal mit. So, willkommen. Okay, dann fange ich mal von hinten nach vorne an. Hier haben wir das Bett. Das ist ein großes 2 Meter mal 1,40. Weil es halt das Breitmaul ist, können hier auch wirklich große Menschen sehr bequem schlafen. Ich würde schätzen, hier können locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute gemütlich sitzen. Man kann es auch umbauen zu einem Schlafplatz und das mache ich mal jetzt. Schnips! Und ehe man sich versieht, wurde aus der gemütlichen Sitzecke 1, 2, 3, 4, 5 Betten, 5 vernünftige Betten, auf denen man gut schlafen kann. Da drüber sind Schränke, Stauraum angebracht. In den Sitzgruppen hat man auch nochmal sehr viel Stauraum. Genau, unter der Couch ist die Truma Gasheizung, das sind Truma 5000. Hier sieht man auch die Auslässe. Hier ist einer und in der Couch-Ecke ist, in der Sitzgruppe ist auch nochmal direkt einer. Das ist cool, da hat man immer, wenn man heizt, schön warme Füße. Auch ein Auslass geht nach vorne ins Bad, das können wir gleich nochmal zeigen. Ansonsten hast du hier nochmal Steckdosen, das ist ein bisschen oldschool. Das sind 2 getrennte Kreisläufe. Einmal, wenn man Feststrom von draußen anschließt. Und einmal, wenn man den Konverter anmacht, hat man nochmal 2 getrennte Systeme. Heute ist es eigentlich, macht man dann eine Vorrangschaltung. Aber funktioniert auch wunderbar. Hat man nochmal eine Dachluke, vorne auch eine, die kann man hochklappen für frische Luft. Ansonsten hat man da natürlich ein Fenster, hier was man aufmachen kann. Hier ist die Steuerung von der Truma-Heizung immer sinnvoll, wenn die in der Bettnähe ist. So kann man nachts mal ein bisschen nachregeln oder sie überhaupt erst anmachen. Gibt es hier noch so ein paar schöne vom Vorbesitzer, ein paar schöne Lampen. Ich habe die auf LED umgerüstet. So verbrauchen sie auch wenig Strom, sehen nett aus. Schöne Sache. Mückennetze hat man überall nochmal, falls nötig. Eine Staukästen fast einmal auf der Länge des Fahrzeuges von hinten nach vorne. Also sind auch relativ tief. Man kriegt da wirklich eine Menge rein. Also an Stauraum scheitert es in dem Fahrzeug nicht. So, hier haben wir die Küche. Klassisch Gas, 3 Kochfelder. Hier ist so ein alter 3-Wege Electrolux-Kühlschrank. Genau, den kann man auf Gas betreiben. Das funktioniert auch ganz gut noch. Kleiner Nachtrag zum Kühlschrank. Wir wissen nicht, wie groß er ist und deswegen haben wir ihn einfach mal voll mit Bier gemacht. Und jetzt wissen wir, es passen 36 Berliner Pilsner rein. Nur sie halten nicht perfekt, aber das macht nichts. Sie passen rein, aber es kommt alles entgegen. So, den macht als nächstes mein Bruder wieder auf. Der wird sein grünes Wunder erleben. Mal hier und Oh, vielen Dank. an die Kamerafrau, das hat sie sich verdient. Hier haben wir eine Druckwasseranlage, also wenn ich hier aufdrehe, kommt wie zu Hause richtig schön Wasser mit Druck raus. Ansonsten ist hier noch der Müllstauraum. Hier haben wir noch einen kleinen Tisch, wenn man ein bisschen mehr zusätzliche Ablagefläche, kann man das so hochklappen. Dann kommt man zwar nicht mehr raus, man kann aber auch die Doppelsitzbank nach vorne klappen, so hat mir der Vorbesitzer das erzählt, der ist dann immer vorne rein. So, hier haben wir einen großen Kleiderschrank oder Stauraum. Darunter befindet sich die ganze Bordelektrik. Als Highlight wollen wir noch mal hinterher schieben, haben wir hier eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie von Vega Power. Die soll hier noch in den Bus reinkommen, weil Franzi und ich haben bei dem kurzen Düdo unserer letzten 10-monatigen Reise festgestellt, da hatten wir eine 150 Ampere-Stunden Bleisäurebatterie. Wir hatten oftmals nicht genug Strom. Deswegen wollen wir einfach aufstocken. Das soll auch noch in unseren Bus, aber hier kommt sie zuerst und die hat einfach wesentliche Vorteile gegenüber einer Bleisäurebatterie. Also beispielsweise ist sie deutlich leichter, wiegt nur die Hälfte. Die hat jetzt hier 100 Ampere-Stunden, aber die hat 100% nutzbare Kapazität. Das heißt, in unserem Bus hatten wir zwar eine 150 Ampere Bleisäurebatterie, aber davon kann man höchstens ein Drittel oder die Hälfte nutzen. Aber wenn sie ein bisschen gealtert ist, eher ein Drittel. Und das heißt, dann hat man nur 50 Ampere-Stunden zur Verfügung, was zu wenig ist. Deswegen haben wir jetzt hier mit 100 Ampere-Stunden aufgedoppelt. Und dann hat diese Batterie sogar noch eine App,
mit der man sich dann mit dem BMS verbinden kann. Und dann kann ich gucken, wie ist der Ladezustand, also ein Shunt quasi, zu wie viel Prozent ist sie geladen, mit wie viel Ampere fließt gerade Strom rein oder raus, wie ist die aktuelle Spannung. Das kann ich alles über die App überwachen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Ladezyklen wesentlich höher sind. Also hat mindestens 3000 Zyklen hat man bei so einer Batterie. Im Gegensatz zu Bleisäurebatterien. Also wie schon gesagt, diese Lithium-Eisenphosphat-Batterie von Vega Commerce, die kommt nicht nur hier ins Breitmaul, sondern die kommt auch bei uns in unseren Dyno und soll unsere Stromprobleme lösen. Also dazu machen wir nochmal ein extra Video, weil man muss den Solarladeregler dann nochmal ein bisschen umprogrammieren und den B2B-Batterieladeregler, dass wir die so einbauen können. Und wir werden dann auf jeden Fall berichten, wie die Batterie so performt und wie das läuft. Und wir machen euch auch mal einen Link zu der Batterie in die Videobeschreibung. Hier haben wir das Bad, ist direkt hinter dem Fahrer. Klopf, keiner drin, glaube ich, oder? Nee. Schauen wir mal rein. Genau, hier ein großer Spiegel, auch ab und zu mal sinnvoll. Dann Waschbecken, da war ein Porta Potty, das habe ich aber direkt als erstes rausgeschmissen. Genau, da wäre jetzt nochmal die Möglichkeit, sich vielleicht eine Nasszelle reinzubauen oder eine Trockentrenntoilette oder wie auch immer. Hier haben wir das Cockpit. Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen auch. Hier ist ein bisschen Stauraum oben noch on top. Hier ein Baseboardschläger ist noch vom Vorbesitzer. Keine Ahnung, was er da genau mit gemacht hat oder welchen Zweck der hatte. Ja, ansonsten hat er hier noch ein Brett nachgerüstet. Das kleine Pflänzchen, das habe ich da hingetan. Ja, viel Platz. Trotz Doppelsitzbank kommt man hier noch durch. Das ist schön, das ist dank des Breitmauls. Ja, das ist das Prachtstück von vorne. Birg, erzähl mal, 2,50 Meter Breite, wie ist das im Stadtverkehr in Berlin damit? Es geht tatsächlich. Also wenn man gewohnt ist, einen normalen Dyno zu fahren, einen normalen Breiten, der ist ja hier so ca. 30 cm breiter, dann geht das mit einem Breitbau auch super. Man kann vielleicht nicht so in die 30er-Zone rein, da muss man immer gucken, ob das geht. Aber ich komme gut klar, hätte ich nicht gedacht. Und was ist hier mit dem Mercedes-Stern passiert? Genau, der Mercedes-Stern, der fehlte, als ich ihn gekauft habe. Und weil ich so viel gebastelt habe, kam mir dann zwischendurch die Idee, da zwei Schraubenschlüssel aufeinander zu schweißen und da einfach anzuschrauben. Wie ist es mit der Motorisierung? Welchen Motor hast du drin? Spitzengeschwindigkeit, Reisegeschwindigkeit, Verbrauch? Der Motor ist der OM314er Motor. Er ist eigentlich der am häufigsten verbaute Motor in den Dynos. Spitzengeschwindigkeit ist so um die 100, weil er die große Bereifung drauf hat. Reisegeschwindigkeit ist so Wohlfühlgeschwindigkeit 85, 90, mehr fahre ich ihn eigentlich nicht. So, die Schönheit von der Seite. Dann erzähl mal, Birg, was sieht man denn hier? Genau, man sieht hier, es ist eine Vollverglasung auf der rechten Seite. Das ist eigentlich typisch für den Omnibus, es ist aber trotzdem 508D, weil auf der linken Seite ist es ein geschlossener Kastenwagen. Das ist relativ ungewöhnlich, habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Mir hat es gefallen. Wurde, glaube ich, so auch vorher als Wohnwagen ausgeliefert. Man sieht hier auch noch eine Tür, hat insgesamt 5 Türen drumherum, war für mich auf jeden Fall auch ein Kaufgrund, ein Pluspunkt. Ansonsten da die Küche, ein bisschen Abluft, da die Frisch- und Abwassertanks unten. Genau. Wie viel fassen die Wassertanks? 150 Liter Frisch- und Abwasser. Und einen Dachträger hast du oben auch, ne? Genau, der Vorbesitzer, wie er auch drin gesehen hat, das war ja so ein bisschen Kajütenoptik, der war Segler und hat er mir erzählt, seinen Mast transportiert. Fand ich super, weil jetzt habe ich da erstmal die Solaranlage raufgeschraubt und tendenziell könnte man da noch eine gute Dachterrasse draus bauen, später mal. Ja. Na, lass uns mal das Heck angucken. Was mir gleich am Heck als Unterschied zu unserem Dyno auffällt, ist, dass auf beiden Seiten neben den Türen nochmal 15 cm mehr Blech ist, also das Breitmaul sozusagen, da nimmt er sich den Platz. Dann irgendwie ist das Nummernschild oben, bei uns ist es unten, aber hier ist halt einfach eine Anhängerkupplung dran und da ist gar kein Platz für das Nummernschild. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns die mal von innen an. Na klar. Genau, hier kann man sehen, ja, hier ist die Gasflasche drin und ansonsten ein riesiger Stauraum unterm Bett. Da kann man allerhand mitnehmen. Hier nicht ganz so spektakulär wie angesprochen, der geschlossene Kastenwagen auf der linken Seite. Hier hinter versteckt sich die Truma 5000, oben ist die Solaranlage raufgeschraubt. Ja. Und genau. Hier hast du noch einen Stromanschluss, um deine Lithiumbatterie zu laden. Genau, richtig. Und ein Fenster hast du reingeschnitten oder wurde reingeschnitten? Nee, das war schon. Drin. Genau, fürs Bett. Ja.
Als nächstes kommen wir jetzt zu Kapitel 3 und da geht es um die Restauration von dem Bus. So, dann erzähl doch mal, was hat die Restauration gekostet und wie viel Geld ist da reingeflossen? Zeitlich weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es waren so um die 70 bis 80 Tage insgesamt. Anfänglich habe ich noch eine Strichliste gemacht, aber das wurde dann irgendwann so deprimierend, deswegen habe ich damit aufgehört. Geld war dann vergleichsweise zu dem Zeitaufwand gar nicht mehr so viel. Ich glaube 3.000 bis 4.000 Euro an Teilen. Ohne jetzt das Werkzeug, das hatte ich schon wie ein Schweißgerät und Co., was man dann dafür braucht. Ja, das sollte man vielleicht anmerken, dass bei der Kalkulation ist natürlich eine komplette Werkstatt mit allen Einrichtungen und Schweißgeräten und sowas ist alles schon inkludiert. Dann lass uns doch jetzt mal einmal um den Wagen rumgehen und dann gucken wir uns mal, weil du hast nur eine Fotodokumentation gemacht für die Restauration, dann gucken wir uns mal so ganz kurz einmal rundherum die Karosserieteile, die du ausgetauscht hast, an und danach gucken wir einmal ganz kurz unter das Fahrgestell und gucken, was du da so gemacht hast. Okay. Was habe ich geschweißt? Also eigentlich ist es ganz simpel. Ich habe eigentlich einmal untenrum alles geschweißt. Also angefangen hier wirklich beim Kühlergrill. Das war auch durchgerostet. Das Problem ist, dass es beim Breitmaul der Kühlergrill ist anders. Sonst hätte ich mir einfach einen neuen, besseren gekauft. Deswegen musste ich den schon mal komplett schweißen. Dann ging es weiter, die Scheinwerfermulde habe ich ausgetauscht. Da hast du einfach einen Kühlergrill von einem normalen Dyno genommen und da eingeschweißt. Ja? Genau. Also aus zwei eingemacht sozusagen. Genau, ich habe mir einen alten Kühlergrill besorgt. Der ging aber nur bis hier. Dann habe ich das eingesetzt und die Endstücke habe ich dann noch selber angefertigt und eingeschweißt. Dann lass uns mal zur Seite gehen. Genau, hier haben wir die Radläufe. Die habe ich auch komplett ausgetauscht, also eigentlich von hier bis hier, weil hier ist es doppelt und da rostet es immer durch. Also den inneren und den äußeren sozusagen? Ja, den inneren nur ein Stück. Ja, genau, da wo es durchgerostet ist und ich glaube, der war auf der Seite okay, auf der anderen Seite habe ich ihn auch getauscht. Und hier die Endbleche immer, das heißt, die kann man noch neu kaufen, auch genauso wie die Radläufe vorne, hinten. Das heißt, man tauscht das Stück aus und das innere dann. Die innere Tür auch. Sozusagen, beide Seiten hast du auch. Genau, also hier das innere Stück auch. Okay. Ja, hier das gleiche bei der Tür, das innen und außen. Innen und außen, genau, das gleiche in grün. Und den Tritt hier drin, den hast du auch geschweißt, ne? Tatsächlich, ja, genau. Das ist der einzige Tritt, den ich auch austauschen musste. Da habe ich mir auch einfach eigene Bleche angefertigt und eingeschweißt. Ja. Genau, der Radlauf war relativ aufwendig. Hier habe ich den wirklich komplett von einem Schlachter habe ich den noch gekriegt in gutem Zustand. Den habe ich hier wirklich komplett einmal der Länge nach ausgetauscht, komplett mit dem Inneren zusammen eingeschweißt, weil das war noch so gut. Also mit dem inneren Radkasten hier quasi, ja? Genau, ich habe es hier rausgetrennt, komplett mit dem Inneren und dann ein Riesenstück hier einmal rein. Irgendwie fixiert und irgendwie da reingekriegt und ja doch, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ja. So, ja, Heck das gleiche. Heck war natürlich, Heck war richtig schlimm. Hier waren es nicht nur die Endbleche von den Türen, hier war auch der innere, der Schweller praktisch. Hier war eigentlich auch an den Enden komplett weg. Das habe ich alles neu bauen müssen. Und, das hast du nicht vom Schlachter, sondern das hast du selbst das habe ich mir selber angefertigt. Da habe ich mich zurechtgestückelt, bis es irgendwie gepasst hat. Das war sehr zeitaufwendig. Genau, mit einer Abkantbank die Bleche angefertigt und eingeschweißt. Ja. So sind die ganzen Tage auch zusammengekommen. Ja, das kann nicht keine hohen Materialkosten, aber extrem genau, es ist einfach nur aufwendig. Material, dünnes 1 mm Blech, das kostet nicht viel Geld. Die war besser, hier habe ich nur teilweise das ausgetauscht, den Radlauf, denn hier war eigentlich noch alles okay. Das war okay, hier war eigentlich auch alles gut. Und genau, hier auch wieder die Türendbleche und hier auch komplett, also hier habe ich das Innere auch ein Stück weiter rein eintauschen. Ja, da hast du die gibt es ja nicht mehr, den inneren Radkasten, den gibt es von Benz nicht mehr, der geht quasi bis in den Fußraum. Und ich erinnere mich, dass du da aber irgendwie ein Original Mercedes... Nee, nicht original, aber ein Nachbau, was es heute auch nicht mehr gibt, den inneren, der geht dann praktisch ein ganzes Stück rein. Da hatte ich noch Glück, da habe ich noch über einen befreundeten Düdo-Schrauber ein Blech bekommen. Wir Düdo-Schrauber müssen zusammenhalten, das ist eine gute Sache. Genau, das war's quasi. Ja, das war's dann auch ganz schon. Schnell, genau. Also innen und außen die Tür auch noch, alle Türen Genau, quasi. einmal drumherum. Ja, hört sich übel an, was du alles geschweißt hast. Das ist quasi einmal untenrum komplett weg. Genau. Was war dann eigentlich dann der Grund, warum du den überhaupt gekauft hast? Tatsächlich, ja genau, untenrum einmal durch. Ich hatte Bock auf Schweißen, ich wollte es lernen. Ich habe es einfach angefangen. Ich konnte es vorher eigentlich auch nicht richtig, nur so ein paar Erfahrungen gehabt. Aber es gab auch gute Sachen, zum Beispiel der Frontscheibenrahmen, hier war ich gar nicht dran. Das ist ja eigentlich oft eine typische Stelle, hier an den Ecken, wo es Probleme gibt.
Der Aufbau war dicht, der Ausbau hat mir gefallen und mir war klar, dass wenn ich nur untenrum einmal rumschweiße, muss ich auch den Ausbau nicht demontieren. Der war dicht, der war gut. Dann habe ich gedacht, okay, ich versuch's. Ist natürlich länger, war am Ende natürlich länger als ich Also keine Feuchtigkeit im Aufbau, keine durch Regenrinne, nichts. Nee. So, jetzt vielleicht ein bisschen mehr für die Düdo- und Technik-Geeks mal ein bisschen darüber sprechen, was Birk an der Technik überholt hat und am Fahrwerk. Vielleicht erzählst du einfach mal von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne durch, was musste gemacht werden, damit der TÜV kriegt und damit er wieder gut rollt. Ja, Bremsen erstmal, ganz klar. Bremsen waren auf jeden Fall ein bisschen fest und die Radbremszylinder, das habe ich alles auseinandergebaut. Radlager vorne habe ich dann auch getauscht. Die Vorderachse hatte ich auch komplett draußen, habe ich neu lackiert, gestrahlt. Genau, die Blattfedergummis, wo die Blattfedern drin gelagert sind, die waren auch alle durch, das habe ich getauscht. Die Bremsleitungen waren dann leider auch schon überall rostig, dann war ich irgendwie dabei und dachte mir, okay, dann zieh ich mal 15 Meter. Ja, 14 waren es. Ja, okay, 14, genau, 14 Meter Bremsleitungen sind dann noch neu reingekommen. Ja, ansonsten Service. Alle Dieselfilter. Betriebsflüssigkeiten. Hast du Ventile eingestellt? Genau, Ventile eingestellt, klar. Und Hinterachse hast du abgedichtet neu? Also genau, Hinterachse war Düftdeckel hast du die hatte ich auch draußen, ja genau. Das Die war auch draußen, ja, aber auch die Blattfedergummis und... dann hast du sie schon in der Hand. Genau, dann habe ich da alles abgedichtet. In der Hand, die 150 Kilo, ja. Genau. Genau, also quasi Simmeringe hinten an der, bei der Hinterachse, Getriebe, also Kardanwellenseitig, trommelseitig und dann wahrscheinlich nochmal den Deckel. Ja genau, Differentialdeckel hatte ich auch ab. Ja. Genau. Am Motor selber gar nicht dran. Motor gar nicht. Ich meine, es ist ja beim Düdo auch klassisch, dass die Karosserie, Karosserie kackt ab, aber die Technik, die ist eigentlich gut. Ja. Genau. Elektrik warst du gar nicht dran. Nee, Fahrzeugelektrik gar nicht, ein bisschen am Aufbau, aber ansonsten. Wir sind am Ende von der Roomtour für heute. Und das ist ja ein 40 Jahre altes Auto und da gibt es ja eigentlich immer etwas zu tun. Und deswegen die Frage an dich, was steht als nächstes an? Ja, technisch, Schweißarbeiten sind erstmal erledigt. Ja, ein paar Veränderungen im Innenausbau, die plane ich schon. Ja, könnt ihr ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr verändern? Gefällt euch der Ausbau? Was würdet ihr anders machen? Gut, danke fürs Einschalten.